...280. Singt dem König Freudenpsalmen, verkündet seine Bahn. Zion streut ihm deine Palmen, sieh dein König naht heran, der aus David Stamm geboren, Gottes Sohn von Ewigkeit, uns zum Heiland empfohlen. Er sei hochgebenedeit. David sah im Geist entzückt, den Messias schon von fern, der die ganze Welt beglückt, den Gesalbten unserem kleine Haus. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Herrn sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Sind wir miteinander zusammen, um das Gedächtnis mal unseres Herrn zu feiern. Ganz besonders möchte ich willkommen heißen alle, die jetzt auf dem YouTube-Kanal unsere Messe mitfeiern. Vielen Menschen fällt es leichter, ihre Schwächen aufzuzählen, als das hervorzuheben, worin sie stark sind. Das, was wir nicht so gut können, wo wir nicht so ganz perfekt sind, wird uns immer wieder vor Augen geführt. Doch oft fehlt es uns am Selbstbewusstsein für die Dinge, die wir gut können und in denen wir wirklich stark sind. Schwach sind wir alle in irgendeinem Bereich. Niemand kann alles können, niemand ist fehlerfrei. Doch auch wenn wir an unserer Schwachheit immer wieder scheitern und versagen, es gibt doch Tod seines Sohnes am Kreuz, öffnet er sich für uns, damit wir durch ihn zum Leben finden und alles Schwache an uns kräftig wird. Herr Jesus Christus, du gibst dich für uns hin, damit wir stark werden. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Du erweist uns Liebe im Übermaß, damit wir einander lieben können. Christe eleison. Christe eleison. Du bist dir und deiner Sendung bis in den Tod hinein immer treu geblieben. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Schuld
schenke uns der allmächtige und barmherzige Herr. Amen. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, immer wieder versagen wir, auch sind wir manchmal anfällig für das Böse. Schaue hin auf das Leiden deines Sohnes, richte uns wieder auf und schenke uns neues Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. Hört auf mich, ihr Inseln. Merkt auf, ihr Völker in der Ferne. Der Herr hat mich schon im Mutterleib berufen, als ich noch im Schoß meiner Mutter war, hat er meinen Namen genannt. Er machte meinen Mund zu einem scharfen Schwert. Er verbarg mich im Schatten seiner Hand. Er machte mich zum spitzen Pfeil und steckte mich in seinen Köcher. Er sagte zu mir, du bist mein Knecht Israel, an dem ich meine Herrlichkeit zeigen will. Ich aber sagte, vergeblich habe ich mich bemüht, habe meine Kraft umsonst und nutzlos vertan. Aber mein Recht liegt beim Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Jetzt aber hat der Herr gesprochen, der mich schon im Mutterleib zu seinem Knecht gemacht hat, damit ich Jakob zu ihm heimführe und Israel bei ihm versammle. So wurde ich in den Augen des Herrn geehrt, und mein Gott war meine Stärke. Und er sagte, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, nur um die Stämme Jakobs wieder aufzurichten, um die Verschonten Israels heimzuführen. Ich mache dich zum Licht für die Völker, damit mein Heil bis ans Ende der Erde reicht. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. 457 suchen und fragen. Suchen und fragen, hoffen und sehen, miteinander glauben und sich verstehen. Lachen sich öffnen, tanzen befreien, so spricht Gott sein Ja, so stirbt unser Nein. So spricht Gott sein Ja, so stirbt unser Nein. Gnade gehöre, Trauernde sehen, aneinander glauben und sich verstehen. Aus unserer Armut lässt Gott sich ein. So spricht Gott sein Ja, so stirbt unser Nein. So spricht Gott sein Ja, so stirbt unser Nein. Bleiben und bauen, Neuland begehen, füreinander glauben und sich verstehen. Leben für Friede, Brot sein und Wein, so spricht Gott sein Ja, so stirbt unser Nein. So spricht Gott sein Ja, so stirbt unser Nein.
Lob sei dir, Herr, König der ewigen Herrlichkeit. Lob sei dir, Herr, König der ewigen Herrlichkeit. Sei gegrüßt, du unser König. Als wir in die Irre gingen, nahmst du allein dich unser an. Lob sei dir, Herr, König der ewigen Herrlichkeit. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. 6 Tage vor dem Paschafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort bereiteten sie ihm ein Mahl. Martha bediente und Lazarus war unter denen, die mit Jesus bei Tisch waren. Da nahm Maria ein Pfund echtes, kostbares Nardenöl, salbte Jesus die Füße und trocknete sie mit ihrem Haar. Das Haus wurde vom Duft des Öls erfüllt. Doch einer von seinen Jüngern, Judas Iskariot, der ihn später verriet, sagte: Warum hat man dieses Öl nicht für 300 Denare verkauft und den Erlös den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er ein Herz für die Armen gehabt hätte, sondern weil er ein Dieb war. Er hatte nämlich die Kasse und veruntreute die Einkünfte. Jesus erwiderte: Lass sie, damit sie es für den Tag meines Begräbnisses tun. Die Armen habt ihr immer bei euch, mich aber habt ihr nicht immer bei euch. Viele Juden hatten erfahren, dass Jesus dort war, und sie kamen jedoch nicht nur um Jesu willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er von den Toten auferweckt hatte. Die hohen Priester aber beschlossen, auch Lazarus zu töten, weil viele Juden seinetwegen hingingen und an Jesus glaubten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Gott ist ein Gott des Lebens, nicht des Todes. Er ist ein Gott, der unsere Sorgen und Nöte kennt, der um unsere Ängste und unser Versagen weiß. Ihn bitten wir. Guter Gott, stärke die Menschen, die du durch die Taufe erwählt und in deinen Dienst gerufen hast. Wir bitten dich, erhöre uns. Richte die Menschen auf, die zerbrochen und geknickt sind, die keine Hoffnung auf Zukunft mehr haben, die jetzt unter dieser Pandemie sehr stark leiden. Wir bitten dich, erhöre uns. Rechtfertige und richte die Menschen auf, die Unrecht erfahren haben, die ungerecht behandelt und ausgebeutet wurden. Wir bitten dich, erhöre uns. Hole die Menschen in die Freiheit, die in Zwängen leben und tagtäglich Unfreiheit am eigenen Leib zu spüren bekommen. Wir bitten dich, erhöre uns. Führe die Menschen in dein Licht, die im Schatten und in der Finsternis des Todes sitzen. Wir bitten dich, erhöre uns. Du bist groß und wunderbar, du Herrscher über die ganze Schöpfung. Dir sei Lob und Dank in alle Ewigkeit. Amen.
Gepriesen bist du, Herr, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens wird. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Wenn das Wasser sich mit dem Wein verbindet zum heiligen Zeichen, so lasse uns dieser Kelch teilhaben an der Gottheit Christi, der unsere Menschennatur angenommen hat. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst, schau auf diese Feier. Du hast deinen Sohn dahingegeben, um unsere Verurteilung aufzuheben. Schenke uns als Frucht seines Leidens das ewige Leben. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Singen wir nochmals 280, diesmal 4. Strophe, 280, 4 Geister, die im Himmel wohnen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie gehört. Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Es ist recht, dir, guter Vater, zu danken und dich zu rühmen durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn wiederum kommen die Tage, die seinem Leiden und seiner glorreichen Auferstehung geweiht sind. Es kommt der Tag des Triumphes über den alten Feind. Es naht das Fest der Erlösung. Darum preisen wir dich und wir stimmen mit ein in das Lob deiner Herrlichkeit. Himmel wohnen, preis den großen König heut. Und ihr Völker aller Zonen, singt sei gewendet in den Höhen. Hochgepriesen Gottes Sohn, mögen Welten einst vergehen, ewig fest besteht sein Thron. Wir preisen dich, heiliger Vater, denn groß bist du, und alle deine Werke künden deine Weisheit und Liebe. Uns Menschen hast du nach deinem Bild geschaffen und uns die ganze Welt anvertraut. Immer wieder hast du uns Menschen gesucht, uns deinen Bund angeboten. So sehr hast du die Welt geliebt, heiliger Vater, dass du selbst Mensch geworden bist in Jesus Christus, geboren von Maria. Er hat wie wir als Mensch gelebt, in allem uns gleich. Den Armen verkündete er die Botschaft vom Heil, den Gefangenen Freiheit, den Trauernden Freude. Er hat sich sogar dem Tod unterworfen. Durch seine Auferstehung aber ist der Tod bezwungen und das Leben neu geschaffen. Damit wir dich und ihn immer wieder in unserer Mitte auch erfahren dürfen, hat er am Abend vor seinem Sterben dieses Mahl gestiftet. Und so bitten wir dich, Vater, der Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus, der uns die Feier dieses Geheimnisses aufgetragen hat, als Zeichen des ewigen Bundes. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Und als die Stunde kam,
Da er von dir verherrlicht werden sollte, nahm er beim Mahl das Brot und sagte Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Ebenso nahm er den Kelch mit Wein, dankte wiederum, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis unserer Erlösung. Sieh her auf diese Gabe, die du uns selber bereitet hast, und gib, dass alle, die Anteil erhalten an dem einen Brot und dem einen Kelch, auch ein Leib werden im Heiligen Geist, eine lebendige Gabe in Christus, zum Lob deiner Herrlichkeit. Unseren Bischof Christoph, die Gemeinschaft der Bischöfe, für unsere Priester, Diakone, alle Ordensleute und für alle, die zum Dienst der Kirche bestellt sind, für alle, die ihre Gaben spenden, für die hier versammelte Gemeinde. Und für deinen ganzen Volk und für alle Menschen, die mit lauterem Herzen dich suchen. Wir empfehlen dir auch jene, die im Frieden Christi heimgegangen sind, und alle Verstorbenen, um deren Glauben niemand weiß als du. Gütiger Vater, gedenke, dass wir deine Kinder sind, und schenke uns allen das Erbe des Himmels in Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau Gottesmutter Maria, mit heiligen Josef, mit deinen Aposteln, mit allen Heiligen. Und wenn die ganze Schöpfung von der Verderbnis der Sünde und des Todes befreit ist, lass uns zusammen mit ihr dich verherrlichen in deinem Reich, durch unseren Geist. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Als Kinder des einen Vaters dürfen wir voll Vertrauen sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib uns Frieden. Komm uns zur Hilfe und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und
die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, du hast deinen Aposteln den Frieden versprochen. Um deinen Frieden bitten wir dich. Schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Lamm Gottes, Du nimmst den Weg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst den Weg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst den Weg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht Jesus Christus, wie er unter uns ist, in Brot und Wein. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird mein Seele gesund. Alle, die nur am Bildschirm oder auf dem Smartphone mitfeiern können, dürfen gewiss sein, dass der Herr mitten unter ihnen ist und bei ihnen sein will, auch wenn sie jetzt nicht physisch den Leib des Herrn empfangen können. Singen wir 211. Immer abwechselnd, ohne die Wiederholungen. Ich singe die ungeraden Verse und alle die geraden. Wir rühmen den König der Herrlichkeit, denn du gibst uns Speise zur rechten Zeit. Du zeigst den Güter alles, was lebt, was von
Engel zu dir seine Hände erhebt. Du Heiland, der ab und den Fürstenden geht, Erlöser, der uns bis zum Ende geht. Du warst überliefert den Tod, nun gibst du dich selber im heiligen Tod. Du dankest den Kelch voller Ängste und Leid, nun reichst du den Becher der Herrlichkeit. So wir essen von diesem Brot, erfinden wir Christus deinen Tod. Du Nahrung auf unserer Seele schafft, der Müden Arznei der kranken Kraft. In dir ist das Leben und ewiges Heil. Du Mann an Ehre und Sterblichkeit. Du Quell, der in unsere Wüste sich gießt, du Strom, der ins ewige Leben fließt. Herr, ist die Ehre und Weisheit und Macht, dir höchster sei unser Lob und Kraft. Lasst uns beten. Herr unser Gott, du bist bei deinem Volk eingekehrt und hast in dieser Feier in uns Wohnung genommen. Bleibe uns nahe und wache über uns, damit wir die Heilsgabe bewahren, die uns durch dein Erbarmen zuteil geworden ist. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Danke für die Mitfeier. Ich wünsche wir beide, Gesoratsch und ich wünschen euch alle einen schönen, gesegneten Abend. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Es segne euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Bleibt in seinem Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.